Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Update. Ja, die Woche hat verrückt angefangen oder auch verrückt geendet, wie man das sehen mag. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, dass auf Mindfactory die ersten 11.700 Ks schon verkauft wurden, was natürlich eine ganz lustige Situation ist, weil die CPUs ja erst in gefühlt einem Monat auf den Markt kommen oder in den nächsten Wochen, also ja, Ende März ist es ja soweit, dass dann der 11.100K dann so final ist und damit eben auch der 11.700K. Und dann haben mich ganz viele gefragt, ey, Roman, kauf doch mal so eine CPU bei Mindfactory, hau doch mal so ein paar Reviews schon raus. Kann ich leider nicht machen, also ich könnte natürlich eine CPU kaufen, aber ich habe schon eine NDA vorab unterschrieben und das untersagt mir leider, dann die Sachen zu veröffentlichen. Falls jemand von euch Infos hat, könnt ihr die natürlich sehr gerne mit euren Freunden, Foren, wie auch immer teilen, aber ich kann das leider noch nicht machen. Ihr müsst bei mir warten, bis das dann soweit ist, bis wir die Sachen veröffentlichen können. Chic beschwert sich, wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal eine Runde mit der Katze spielen, aber so viel erstmal zu dieser ganzen Mindfactory-Aktion. Ja, und viele hatten sich dann natürlich auch zu Recht gefragt, wie kann sowas überhaupt sein, dass Mindfactory jetzt die CPUs vorab verkauft und hat es keine rechtlichen Konsequenzen für Mindfactory? Da ist es natürlich sehr schwer zu sagen, was die Hintergründe sind. Da müsste man erstmal wissen, woher hat Mindfactory überhaupt die CPUs, weil die werden die kaum direkt von Intel bezogen haben, sondern die werden von irgendeinem anderen Distributor kommen und Mindfactory wird kaum Intel sagen, ey, von diesem Distributor haben wir die gekauft, weil wenn Mindfactory kein NDA unterschrieben hat, wofür wahrscheinlich dann der Distributor eigentlich verantwortlich wäre, dass das NDA eingehalten wird beim Verkauf, wenn Mindfactory kein NDA hat, dann haben die rein rechtlich gar nichts falsch gemacht, sondern dürften eigentlich die CPUs einfach verkaufen, weil dann ist das ganz normaler Handel und dementsprechend denke ich auch nicht, dass es irgendwelche Konsequenzen für Mindfactory haben wird. So viel mal kurz zu dieser ganzen Thematik. Dieses Video wird präsentiert vom neuen Z590 Mainboard Asus ROG Maximus 13 Hero. Die mittlerweile 13. Generation der Asus Maximus Boards ist mit 16 Phasen ausgestattet, wovon 14 in einer Teamkonfiguration ohne Doubler für die CPU-Kernspannung verantwortlich sind. Zusammen mit dem AI-Overclocking-Feature und einem gut dimensionierten Kühlkörper steht einem Extreme-Overclocking-Versuch nichts im Weg. Insgesamt 4 M2-Slots, Wi-Fi 6E, 2,5G Netzwerk und ein sehr gut ausgestatteter I/O-Bereich machen das Hero wie gewohnt zum perfekten Mix aus Overclocking und Gaming Mainboard. Mehr findet ihr über den Link in der Beschreibung. Und dann habe ich wieder Post bekommen und das ist auf jeden Fall sehr cool. Einige von euch erinnern sich vielleicht aus einem Hardware-Legenden-Video an diesen LCD-Poster, an dieses kleine LCD-Display. Das ist von dem Rampage 1 Extreme, also x48. Und da hat mir der liebe Michael hier das geschenkt. Er hat gesehen, dass es bei mir Teildefekt war und hat mir einfach Neues zugeschickt an Case King. Michael, wenn du das Ganze hier siehst, dann vielen Dank dafür. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Werde ich dann mal checken, ob das Ding funktioniert. Und dann kann ich das bei meinem Rampage Extreme austauschen und dann habe ich da wieder ein sehr gutes funktionierendes Set. Und dann haben wir noch ein weiteres Paket, das könnte wirklich relativ interessant werden. Also das habe ich bestellt auf Basis von Anfragen von euch in meinem Discord-Server. Da wurde ich auf dieses Zeug hier hingewiesen und zwar ist es von GoChiller, ein Premix, also eine Flüssigkeit für Wasserkühlung und die soll eben irgendwelche Nanopartikel beinhalten. Ich muss mir das nochmal genau durchlesen, was da drin sein soll. Auf jeden Fall soll das eine bessere Wärmeleitfähigkeit oder Wärmekapazität wahrscheinlich haben als Wasser. Da war ich natürlich sehr gespannt und ja, habe natürlich überlegt, ob wir das dann auch bei Case King einlisten. Deswegen habe ich das mal bestellt. Deswegen danke nochmal an den Hinweis im Discord-Channel. Genau. Chic muss es natürlich auch erstmal erkunden. Ja, das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren und schauen, ob das wirklich was bringt. Ich bin da sehr skeptisch, vor allem wenn ich den Preis bedenke. Ja, und in diesem GoChiller Flüssigkeitsmix, da ist Graphen mit drin. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgelesen. Und die Flasche, die kostet tatsächlich 48 US-Dollar. Das ist natürlich echt schon krass viel. Und da wird beworben mit 4 bis 6 Grad niedrigeren Temperaturen bei einer 1080 wassergekühlt. Das kann ich nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Ich bin sehr gespannt. Wenn das eintrifft, wäre es natürlich ultra krass, aber kann ich eigentlich so, ich kann es echt nicht glauben, dass es so krass gut sein soll. Graphen hat eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit, aber eben nur auf minimalstem Raum, weil die Teile sind ja wirklich unfassbar klein und auch nur in eine einzelne Richtung. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie hier flüssiges Graphen reinkippen, sondern das sind halt so Mini-Partikel, die da mit drin sind und die sind wahrscheinlich auch so klein, dass sie keine Probleme verursachen sollten.
Das gilt es aber alles noch zu beweisen. Ja, testen wir das Ganze gleich mal. Und dann habe ich hier noch ein weiteres Paket bekommen, und zwar von dem lieben Dan Cobb. Den kennt ihr ja schon aus ein paar Videos von mir. Auch ein guter befreundeter Extreme Overclocker, und der hat mir diese wunderschöne 3090 Kingpin Edition geschickt. Das ist die Karte, die er aktuell für sein Extreme Overclocking nutzt oder nutzen möchte. Auf jeden Fall schon mal so eine beeindruckende Karte, natürlich Hybrid-Design, wobei ich persönlich sagen muss, für das, was man bezahlt, wäre das nicht mein Design. Also es ist halt alles so mega plastikmäßig, ne? Ja, das trifft nicht ganz so meinen Geschmack. Das könnte man mit Sicherheit wesentlich hochwertiger gestalten, gerade wenn man überlegt, was man für so eine Karte bezahlt. Da könnten die auch noch 10, 20 Euro in eine vernünftige Abdeckung hier investieren. Und diese GPU, die sollen wir schleifen. Ich habe das noch nie gemacht bei einer GPU. Ich habe das bei CPUs ja schon häufig gemacht. Da haben wir schon alles geschliffen, vom Heatspreader natürlich bis zum Chip. Da haben wir alles schon durch. Grafikkarten ist nochmal ein bisschen anderes Niveau, ist auch deutlich schwerer, weil wir ja nicht so einen kleinen Chip haben, den wir hin und her bewegen können, sondern wir haben die ganze Grafikkarte. Deswegen ist der Aufwand da schon größer. Wir können auch mehr kaputt machen. Das sind deutlich komplexeres Teil, deutlich teurer. Da muss ich schon vorsichtig sein, vor allem, weil es auch nicht meins ist. Aber Daniel meinte, es sollte was bringen, Extreme Overclocking technisch, weil die GPU anscheinend nicht ganz eben ist. Das werden wir auf jeden Fall uns genauer anschauen. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Paket, denn so eine GPU zu schleifen ist nicht ganz so einfach. Und da habe ich mir ein bisschen was in einem Aquarien-Shop bestellt. Und zwar dieses Teil hier. Denn da haben wir Glas. Denn mein Plan ist es nicht, wie andere das bisher gemacht haben, irgendwas zu nehmen und es über die GPU zu bewegen und es zu schleifen, sondern wir verwenden das hier als Untergrund, kleben hier etwas drauf, was wir schon von Die-Shots zum Beispiel kennen. Und also so ein, ja, ich sag mal, Polierschliff, wie nennt man das? Ein Lab-Klebeband, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ein Schleifpapier, was klebt, und das packen wir hier drauf. Und dann schieben wir die GPU vor und zurück. Das sollte am besten funktionieren, dass wir die GPU eben nicht verkippen. Das ist das größte Problem an so einer Geschichte. Wenn man so einen kleinen Schleifstein über die GPU bewegt, dann neigt man sehr schnell dazu, das nach vorne und nach hinten zu bewegen, und dann haben wir kein gutes Ergebnis. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Deswegen habe ich mir hier einen Glasplatten dazu bestellt. Muss mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Okay, hier haben wir jetzt die wunderschöne 3090 in der EVGA Kingpin Edition. Habe jetzt den Kühler und alles demontiert. Man sieht auch, wenn man die GPU anschaut, ja, die ist auf jeden Fall schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Also der Daniel hat die Karte schon das ein oder andere Mal unter Flüssigschickstoff gehabt. Deswegen sieht die auch so aus. Also das, was ihr hier sehen könnt, das ist alles dieses Liquid Tape, also isolierender Gummischicht, Kram, Zeugs, das da überall drauf geschmiert wird. Das kennt ihr von mir schon von Extreme Overclocking Videos. Das gleiche ist ja auch drauf. Ich habe so ein paar Sachen entfernt. Also hier oben, das was hier drauf war, habe ich entfernt, weil die Karte ist ja relativ flach. Und wenn wir jetzt gleich die GPU schleifen wollen, dann müssen wir auf jeden Fall sicherstellen, dass das hier auch der höchste Punkt ist, dass da nichts irgendwie komisch aufliegt. Und ich habe euch ja schon gesagt, dass ich diese Glasteile mir habe hier zuschneiden lassen. Die sind genau 11 Millimeter dick, und das war äußerst wichtig, denn mein Plan war es, die GPU genau so zu schleifen. Ich habe das nämlich vorher ausgemessen, also erstmal die Breite natürlich, dass dieser Glasstreifen hier, ich sag mal, relativ angenehm da drauf passt von der Größe. Das heißt, wir kollidieren hier nicht mit dieser Spule und auch nicht mit dieser Spule, ist aber breit genug, dass wir die GPU easy abdecken. Also so kam die Breite zustande, und die Höhe von 11 mm ergibt sich quasi dadurch, dass die Stromanschlüsse hier hinten so aufliegen. Und dann habe ich einfach mal ausgemessen, ja, wie viel Platz ist denn noch zwischen der GPU und dem Boden, dass sie quasi perfekt gerade aufliegt. Weil so kann ich dann die Grafikkarte so ganz vorsichtig hin und her bewegen. Also jetzt ist ja noch kein Schleifmittel drauf auf der Glasplatte. Hier kleben wir dann gleich noch was drauf, um dann die GPU zu schleifen. Aber so ist eben die Idee, weil so liegt die eben gerade auf und kippt nicht irgendwie zur Seite oder nach vorne. Das ist nämlich das größte Problem, was man bei so einem Projekt hat, wenn man so eine GPU schleifen möchte. Die ist ja glücklicherweise relativ groß, das heißt, wenn wir hinten gut Anpressdruck ausüben, dann sollte die sich nicht so leicht verkippen. Aber wir wollen ja, dass es so flach wie möglich ist und nicht, dass wir irgendwie die Kanten stärker abschleifen. Und das ist eben das ganz große Risiko, wenn man sowas macht, dass da
eine Kante stärker abgeschliffen ist als die andere und dann hat das Ganze nichts gebracht. Der Grund, warum wir das Ganze überhaupt machen, ist die Aussage von Dan Kopp selbst. Also ich persönlich habe das nicht getestet mit Physik-Stickstoff bisher bei der 3090, ob das was bringt. Ihr seht aber, der Core ist ja schon so ein bisschen angekratzt. Das ist, weil er selber da schon versucht hat, diese Schrift ein bisschen abzulösen. Denn, also man merkt es tatsächlich, wenn ihr eine 3090 habt, wenn ihr einer der Glücklichen seid, und ihr geht hier mal mit dem Finger drüber, man merkt es, man bleibt an dieser Schrift hängen. Also die Schrift ist nicht hundertprozentig eben, ist ja klar, sonst wird man es ja auch nicht sehen. Aber auf jeden Fall scheint es tatsächlich bei Extreme Overclocking zumindest mal einen Unterschied zu machen. Ich glaube nicht, dass im normalen Betrieb das irgendwas bringt. Also geht jetzt mal nicht davon aus, dass wenn ihr so einen Core schleift, dass ihr dann da plötzlich 20 Grad niedrigere Temperaturen habt oder sowas. Also das wird auf gar keinen Fall passieren. Aber bei Extreme Overclocking, da haben wir eben ganz, ganz andere Bedingungen, wenn so eine Karte mal minus 160, minus 150 Grad Celsius kalt ist und die liegt zum Beispiel nicht perfekt auf, dann hat es eben ganz, ganz, ganz andere Folgen. Also es kann natürlich sein, dass der obere Teil von der GPU dann besser aufliegt als der untere Teil und dann entstehen Spannungen quasi im Chip oder es gibt halt mega krasse Temperaturdifferenzen. Das mag so ein Chip gar nicht, wenn sowas so extrem kalt ist und das muss man natürlich vermeiden, verhindern, verbessern. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es was bringt. Wir werden das schleifen, schauen, dass es einigermaßen smooth aussieht. Dann schicken wir das Ding zurück an Daniel und der wird uns berichten. Ja, und schauen wir mal. In einem der nächsten Videos werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob er gesagt hat, das war gut oder eben nicht so gut. Wir haben jetzt hier dieses 40 Mikrometer Aluminiumoxid-Schleifpapier von 3M. Das kennt ihr von mir. Das klebt hinten. Das haben wir schon oft verwendet, wenn wir Die-Shots zum Beispiel gemacht haben. Und das habe ich jetzt hier auf einen von diesen Glasplatten draufgeklebt, also zugeschnitten. Kann man sehr gut sehen. Und da packe ich jetzt ein bisschen destilliertes Wasser drauf und dann fange ich mal an, das Teil zu schleifen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie gut es funktioniert. Okay, ich habe jetzt hier oben und unten noch ein bisschen doppelseitiges Klebeband drunter gepackt, dass sich das Glasfeld nicht verschiebt. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie das so funktioniert. Also ähnlich wie beim CPU-Die-Schleifen damals. Es ist ein Prozess, der sehr, sehr lange dauert. Und wir werden nicht ultra viel abtragen. Also wir reden da wahrscheinlich von 0,05 mm oder sowas. Maximal 0,1 mm würde ich mal schätzen. Aber wir sehen jetzt nach 5 Minuten ganz, ganz deutlich, dass das Teil in der Mitte konvex ist, glaube ich, war es. Konvex, ne? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Kann ich mir auch gefühlt nie merken. Aber ja, also in der Mitte ist es auf jeden Fall höher als an der Seite und das ist bei Extreme Overclocking auf jeden Fall nicht so gut. Deswegen werde ich jetzt mal wahrscheinlich noch eine Stunde oder sowas damit verbringen, das Teil zu schleifen. Ich habe es eigentlich nicht anders erwartet, aber es dauert wirklich, wirklich sehr lange. Aber wir sehen Fortschritt. Also in der Mitte ist es schon ziemlich gut geworden. Also dieser ganze Bereich hier ist schon geschliffen. Hier unten ist noch nichts. Hier oben die Ecke fehlt auch noch. Aber war auf jeden Fall definitiv eine gute Unebenheit in dieser GPU. Ich habe jetzt zwischendurch auch schon mal das Schleifmittel gewechselt und es geht weiter. Also gute Stunde bin ich schon dabei. Sowas dauert wirklich lange und ich merke es auch definitiv in den Armen. So, das sieht gut aus. Jetzt ist der ganze Die ziemlich einheitlich geschliffen. Und ich werde die Karte jetzt auf jeden Fall wieder zusammenbauen. Und dann mal schauen, was Daniel so darüber berichtet. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, aber ja, das hat ganz schön gedauert. Also es ist ziemlich aufwendig, das Ganze zu machen. Und damit sind wir auch schon durch mit dem Video für diese Woche. Es hat sich bei der 11700K-Thematik noch so ein bisschen was entwickelt. Es gibt jetzt ein komplettes Review online bei AnandTech, was ich irgendwie ganz witzig finde, weil AnandTech hat mir vor einem halben Jahr vorgeworfen, als ich mein 10.900K, für das ich kein NDA hatte, das hätte ich online stellen können, wann ich wollte. Da hatte ich kein NDA, habe es 5 Minuten quasi zu früh hochgeladen, das 10.900K. Dann haben die einen riesen Fass aufgemacht, wie ich NDAs brechen könnte und warum das so schlecht ist, wenn man früher veröffentlicht. AnandTech jetzt 25 Tage zu früh veröffentlicht. Herzlichen Glückwunsch, Doppelmoral ist auf jeden Fall da. Und wenn man jetzt sagt, oh, ich habe die CPU gekauft, ich könnte mich jetzt auch hinstellen und sagen, oh, mein 11.700K, den ich hier habe, den habe ich bei Mindfactory gekauft. Dabei ist es ein Sample, kann keine Sau nachvollziehen. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Alles klar? Jo, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.